Hm, so direkt gehört davon habe ich nichts. Eigentlich schon, ja. Ja, ich hätte jetzt gesagt, kenne ich auf jeden Fall. Würde ich zu den Restauratorenberufen einsortieren. Vergolder oder Vergoldering. Ich weiß, was ein vergoldeter Ring ist, aber nicht, was ein Vergolder ist. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. Ich könnte mir darunter vorstellen, dass es darum geht, irgendwelche Metalle oder Stoffe zu vergolden. Das heißt, außenrum mit Gold zu belegen. Ich kenne halt versilbertes Besteck. Ich denke, das wird sowas Ähnliches sein. Ich finde es mit der Zeit wahrscheinlich immer wichtiger, dass ja, sagen wir mal, fast vergessenes Handwerk wieder Stellenwert hat und man sieht es ganz genau, dass man auch seine Nische finden kann dadurch. Es kommt darauf an, viele Dinge sind schöner, wenn sie vergoldet sind. Das kann ein geschichtlicher Teil sein, das kann etwas Privates sein. Es gehört zu unserem Leben, etwas zu verschönern, und das Vergolden, nehme ich an, ist ein Teil davon. Ich bin nach Österreich 1980 im Juli gekommen und damals habe ich 2 Wochen später meinen Mann besucht und er war in einer Kirche als Vergolder und da habe ich ihn gesehen, wie er restauriert. Und da hat mir von Anfang an das so toll gefallen, das was er was schafft, was alles so schön glänzt und so. Und da habe ich schon gedacht, das ist schön. Das hätte ich so gerne einmal auch machen können. Ich bin am Land aufgewachsen, in einer ganz kleinen Gemeinde im Waldviertel. Und da hat man eigentlich nur Tischler oder Maurer. Das wären so die Handwerker gewesen, die man hier ergreifen konnte. Auch nicht im Dorf, sondern in der näheren Umgebung. Nur mein Vater hat einen Freund gehabt. Dessen Freund war Vergoldermeister in Wien. Er hat einen Lehrling gesucht und so kommt es, dass ich dann als Vergolderlehrling angefangen habe. Ich habe vorher auch nicht gewusst, dass es den Beruf des Vergolders gibt.
die Lehre machst als Vergolder und du machst für Restaurierung und du musst in einer Kirche reinigen, dann kannst du nichts anderes machen, als am Anfang den Schmutz wegräumen. Und dann gibt es einen Staubsauger und mit dem wird gearbeitet. Und als Lehrling fangst du an zu reinigen. Du bist die Person, die das dann am besten kann. Weil die Vergoldung ist das Letzte, was notwendig ist. Ne? Das ist venezianisches Barock. Aber man sieht, dass die Schnitzereien und die Holzstrukturen schon sehr viele unterschiedliche Phasen durchgemacht haben. Die Ausbildung selber, die findet in der Werkstatt statt oder eben im Betrieb, in dem du eine Lehrstelle bekommst. Und dann bis zur Lehrabschlussprüfung, 3 Jahre arbeitest du in dem Betrieb und idealerweise ist es dann auch eine Kombination mit einer Schule, wo man einmal in der Woche hingeht oder komprimiert zusammengefasst, und wenn man von auswärts kommt. Und bei mir war das eigentlich sehr angenehm. Ich habe 4 Tage lang gearbeitet, handwerklich, und habe einfach wunderbar den Beruf kennengelernt. Natürlich unterschiedlich in den Lehrjahren. Am Anfang eher die Arbeiten, gemacht, die halt nicht so heikel waren. Und gegen Ende hin dann schon vergoldet. Also bei der Meisterprüfung, da muss man Fertigkeiten auch in der, also nicht nur in der handwerklichen Sache, sondern eben in der schriftlichen Sache. Das Schriftliche ist eine Buchhalterprüfung und auch eine Prüfung für rechnerische Fähigkeiten, dass man dann die Kostenvoranschläge machen könnte, und Ausbilderprüfung, also dass man Lehrlinge ausbilden kann. Und das ist alles eine schriftliche Arbeit und auch zum Schluss nach der praktischen, das sind verschiedene Teile, und die praktische Arbeit dauert dann 5 Tage. Auch eine Lehre zu machen bedeutet auch, das zu machen, was einem jemand sagt, der sich auskennt. Das ist es. Weil wenn man selber glaubt, man kann alles besser, dann wird man das nicht lernen können. Das ist einmal das Erste. Und dann natürlich die Liebe zu den Stücken. Weil bei uns sind das ja keine lebendigen Stücke, sondern tote Stücke. Die können nicht schreien, aber sie haben ihren Charakter, jedes Stück ist anders. Und man sollte natürlich dann auch die Liebe haben, dass man das erkennen kann, ja, und sich einfühlen kann in die schönen Sachen, in die schönen Stücke. Ja, also ich würde
nie sagen, dass meine Arbeit monoton ist, auch wenn das vielleicht manche Leute glauben könnten, wenn man einen Tag lang an einer Sache schleift, aber es ist immer, jedes Teil ist individuell und wird auch individuell behandelt und man freut sich mit jedem Teil mit, wenn es nachher schön im neuen Glanz erstrahlt. Seidenhäftchen. Ja, ich glaube, man braucht die Liebe zur Arbeit, dass man nicht sagt, sieht kein Mensch, wir machen das jetzt irgendwie. Wir wollen ein Produkt abliefern, das auch für uns zufriedenstellend ist und wir gehen halt oft, wir träumen dann davon, von den Problemen manchmal, die wir haben. Warum ist das so gewesen? Warum hat das diesmal nicht funktioniert? Was war der Grund? Und meistens kommen wir drauf und können das auch lösen. Das Feingold, 24 Karat ist Gold, Silber und Kupfer reinkommt und hier wird es dann 1200 Karat eingeschmolzen. Das wird dann so flüssig und dann wird es dann hier reingegossen. Das Gold, was dann geschmolzen ist, wird dann so groß und das wird auf 9 Teile geteilt. Und so wird es dann eingefüllt. Das, was ich euch dann oben gezeigt habe, das ist noch nicht fertig, aber es wird dünner. Nicht? Das kommt in so ein, das sind ungefähr 1000 Platten drin. Das ist so ein Spezialband. Das ist ein Rinderdarm. Wird versucht.
Ein bisschen schauen, wie man schlagen tut. Das ist genau da. Das ist jetzt laut, ja? Das Gold noch nicht dicht ist und noch nicht schön ist, dann machen wir das mit der Hand. Mit der Hand sind wir schneller wie die Maschine. Früher haben sie nur mit der Hand geschlagen. Jetzt zeige ich euch den letzten Arbeitsvorgang. Sobald der groß ist, kommt zu den Frauen rauf. Okay. Das sind die 900 Subs. Ja, super. Ah, nicht. Nein, 50, 700. 700. Entschuldigung, kann man. So. Schreibst du bitte. Ja, die Firma haben wir im Jahre 1983 gegründet, allerdings in einer anderen Adresse, in der Hetzgasse. Und 1986 haben wir hier die Werkstatt eröffnet. Es wäre natürlich am Land auch schön gewesen, eine Werkstatt zu eröffnen, nur hat man hier im Wiener Bereich viele Kulturgüter, viele Ansprechpartner, viele Kunden. Und in diesem Sinne war es auf jeden Fall logisch, hier die Werkstatt zu gründen. Es ist einerseits sehr erfreulich, wie interessiert die Menschen sind an der Vergoldung, also überhaupt speziell, wenn wir gerade vergolden oder polieren, dann sind die Leute extrem interessiert und schauen und sind erstaunt und auch in jeder Altersgruppe, muss man sagen. Aber es sind halt erstens mal sehr viele Touristen, die da vorbeikommen, insofern ist das schon sehr anstrengend und leider gibt es halt auch Touristen, die dann diese Distanz, diesen Respektabstand nicht wahren können und einem viel zu nahe kommen und dann Fotos machen, ohne zu fragen und also zum Teil auch eher unangenehm. Aber eigentlich hauptsächlich wird die Arbeit kommentiert und das ist oft recht lustig, also in allen Sprachen. Ich verstehe leider nur einen Bruchteil davon, aber man hört dann immer wieder also ganz haarsträubende Dinge, die
Familienväter ihren Kindern erklären, was ich da mache, und das stimmt auch überhaupt nicht. Und es ist auch manchmal ganz lustig. Es ist sehr lustig, wenn manche, man merkt manchmal so eine Vergolderkurse gekommen sind und dann schauen wir uns an und sagen sie sofort, wenn wir grundieren zum Beispiel, sagen sie sofort, machen Sie das Kleber, legen Sie das Kleber an, oder wann kommt das Gold und solche, ja, was wir gerade machen ist eine andere Dinge, sagen wir immer, das ist keine Mixtionvergoldung, sondern eine Polymentvergoldung, versuchen wir zu erklären, was wir machen. Oder fragen Sie, ist echtes Gold? Noch andere Frage, wann streichen Sie das Gold an? Wann? Und ich sage, bitte, das sind echte Blätter. Und da muss man wir schneiden, das machen und dann schießen wir das Gold. Für mich ist es ist keine Arbeit, sondern eine Berufung eigentlich, ne? Weil mir gefällt so sehr, was das nicht anstrengend ist. Ja, diese Arbeit ist wie eine Meditation. Sage ich Meditation, wenn ich bin vertieft in dieses Stück, ja, und ich vergesse in diesem Moment alles, aber wirklich alles. Und ich bin nur ich mit diesem Stück. Ja. Sogar manchmal habe ich als Therapeutin verwendet, weil ich hatte manchmal wie jeder normale Mensch Probleme. Und wenn ich dort bin in meiner Arbeit, in meiner Ecke oder wohin, wo ich bin, vergesse ich wirklich alles. Sogar diese Probleme oder diese Probleme, was ich hatte. Deswegen sage ich Meditation, weil ich bin total für niemand da. Und ich finde halt, es ist leider so, dass in der heutigen Gesellschaft oft Arbeit sehr negativ besetzt ist und die Leute sagen, ich muss arbeiten gehen. Ich sehe das nicht so, oder ich habe das Glück, dass ich arbeiten gehen darf. Also für mich ist diese Arbeit freudebringend. Ich habe die notwendige Herausforderung in dem Job und ich freue mich immer, wenn Projekte gut gelingen und erfolgreich ablaufen. Und ich finde das halt als Gegensatz zur Restaurierung sehr spannend, wenn man Gold auch auf sehr unkonventionelle Art und Weise anwenden kann. Das reizt mich einfach. Ja, eben auch Dinge, die im Beruf verboten sind, zum Gesetz machen. Dinge, wo man sagt, das darf man nicht oder das geht nicht. Das reizt mich dann auch wiederum, das zu schlachten und zu schauen, warum geht das nicht. Man hat auch einige Möglichkeiten dann als Handwerker. Was, also sage ich mal, andere Sachen zu machen. Ich könnte zum Beispiel im schlimmsten Falle auch etwas mit Holz arbeiten, also in einer Tischlerei oder sowas, weil das nicht so weit weg ist, sagen wir mal. Aber andererseits, jetzt im speziellen Sinn des Vergolders, ist es jetzt wiederum erschwerend, weil man zum Beispiel in Karteien, wie jetzt Manpower, PowerSurf, die ja so Arbeitsvermittlungen sind, zum Beispiel gar nicht existiert. Also Sie kennen, dieser Zweig ist so klein und es gibt so wenig Bedarf daran, dass es da gar nicht existiert. Das heißt, als ich gewisse Probleme hatte, sage ich mal,
keine Arbeit, da habe ich mir sehr schwer getan, deswegen was zu finden, weil ich habe mich dafür engagiert, unter Anführungszeichen, was aber nicht immer ging, weil wenn sie keine Einträge dafür machen können, können sie es nicht. Und ja, das kann schon dann erschwerend werden. Arbeit ist für mich ja eigentlich die Möglichkeit, eine Tätigkeit auszuführen, die ich mir auch ausgesucht habe in meinem Fall und die mich täglich herausfordert und mit der ich meinen Unterhalt verdienen kann. Natürlich, also es ist eigentlich eine Luxusarbeit, die wir machen. Andererseits auch wieder eine denkmalpflegerische Arbeit, weil wir ja, wenn wir alte Stücke erhalten können, dann ist das für die Nachwelt also etwas Bleibendes. Ja. Und insofern hat es für mich einen großen Stellenwert. Das muss natürlich in dem, dass es Luxus ist, nicht für jeden so sein. Arbeit ist in erster Linie zum Abdecken des Lebensbedarfes, also um sich den Lebensunterhalt zu verdienen. Aber natürlich soll sie auch Freude bringen oder das Leben bereichern. Thank you.